Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Update-Video hier aus meiner Brickworld. Und wie immer starten wir hier mit einer Draufsicht vom aktuellen Layout. Hat sich ja einiges getan seit dem August 2020, als hier die ersten Steine aufeinander gesetzt wurden. Langsam wird es hier eng, wie ihr sehen könnt. Wir haben nicht mehr so viel Baufläche, aber das ändert sich ja hoffentlich bald, wenn wir umziehen. Trotzdem möchte ich heute ein anderes Thema anfangen, das hier noch gar keinen Platz finden wird. Denn wir haben Anfang 2022 und ich habe, wie gesagt, ja einige Ideen für das kommende Jahr. Und eines davon möchte ich heute jetzt so ein bisschen mit euch besprechen und ein bisschen was dafür anfangen. Und dazu gehen wir jetzt erstmal hier runter in die Stadt, damit ich hier was hochheben kann. Ich habe es schon mal irgendwann gezeigt, und zwar geht es zum einen um dieses Set. Ihr kennt es bestimmt, ist vor einiger Zeit rausgekommen, vor ein paar Monaten. Der Tumbler aus Dark Knight von Batman. Und dazu habe ich mir ja letztens noch zum kommenden Batman-Film dieses Set gekauft. Das kennt ihr vielleicht auch schon. Das ist die Batcave aus dem kommenden Batman-Film. Hier mit dem neuen Batman. Mit hier Robert Pattinson. Beide Sets sind nur die Grundlage für etwas, was ich dieses Jahr unbedingt auch in der Brickworld umsetzen möchte. Grundsätzlich ist die Idee, dass das Ganze in dem kommenden ländlichen Bereich sein wird. Und zwar ist das Thema, ihr werdet es vielleicht auch schon gedacht haben, geht es um die Batcave, beziehungsweise um Wayne Manor. Also auch ein größeres Projekt natürlich, das auch für sich einige Zeit hinziehen möchte. Aber heute möchte ich einfach mal anfangen, den Tumbler vor allem mal zu bauen, im besten Fall zu beleuchten. Und das ist nämlich mein Maßstab für alles andere, was kommen wird. Und das möchte ich heute machen, mit euch über das ganze Thema sprechen, eure Ideen in den Kommentaren sammeln, damit wir gleich von Anfang an bei diesem Thema zusammenarbeiten können. Ich lasse jetzt hier im Hintergrund einfach mal das Speedbild laufen vom Tumbler. Einen oder anderen interessiert es bestimmt, habe ich ja in den Kommentaren immer mal wieder gelesen. Aber grundsätzlich ist das hier nur der Anfang eines Großprojekts für das Jahr 2022. Ich habe ja ein paar Ideen, größere Projekte für eben die größeren Erweiterungen nachlaufend, wenn wir jetzt mehr Platz haben in den neuen Räumlichkeiten. Und eins davon ist, ich habe es ab und zu schon mal in den Kommentaren so ein bisschen nebenbei erwähnt, ist Wayne Manor bzw. die Batcave. Und beim Wayne Manor möchte ich mich ebenfalls auch an dem Wayne Manor orientieren, dass man den Dark Knight-Film sieht. Das ist ja ein reales Gebäude, dessen Namen ich vorhin mal gegoogelt habe. Ich habe auch mal angeschaut, ich habe ihn gerade schon wieder vergessen, aber ist nicht so wichtig. Man hat da eine gute Vorlage auf jeden Fall, wie gesagt, weil es ein reales Gebäude ist. Ihr könnt ja gerne mal nachgoogeln. Und das würde ich gerne im ländlichen Bereich bauen, der dann weit hinter der Altstadt liegt und etwas vom Tisch zurückgesetzt, damit man noch ein bisschen Park außenrum haben kann und dergleichen. Oder die Auffahrt und unten drunter, unter dem Tisch, dann die Batcave. Und da kann man sich dann ordentlich austoben. Da kann man sehr weit runtergehen, sehr viel machen. Und der Tumbler ist eben sozusagen mein Referenzobjekt, was die Größe angeht. Ihr könnt mir jetzt gerne in den Kommentaren schreiben, was ihr dazu denkt grundsätzlich, was man so braucht, von meiner Idee haltet. Denn das wird eine Sache, auf die ich schon sehr, sehr gespannt bin. Und ich hoffe, dass ich da einiges erreichen kann dieses Jahr, weil ich einfach noch ein paar andere Projekte haben will. Das sind immer nur die gleichen. Ich brauche ein bisschen Abwechslung selber auch. Und ich glaube, für euch interessiert es dann auch so ein bisschen mehr, wenn es nicht jede Woche oder jedes Mal im Video ums Gleiche geht. Und ja, das ist ein Projekt für dieses Jahr. Und da bin ich fertig. Ihr habt sicherlich im Speedbit gesehen, dass es ganz interessante Bautechniken sind. Also ich bin sehr zufrieden mit dem Ganzen. Es ist sehr, sehr stabil, muss man sagen. Also deutlich stabiler als das, was ich gehört habe von den großen beiden Tumblern. Und mir gefällt auch von der Größe. Er ist natürlich ein bisschen größer als viele andere Fahrzeuge im Lego-Maßstab, auch wenn man den Maßstab ein bisschen vergrößert. Also 6 oder 8 Noppen das jetzt hier nicht unbedingt. Aber ich finde, er macht durch seine Größe auch was Besonderes her und dann fährt er halt auf 2 Spuren, wenn er fahren muss. Aber ich bin wirklich sehr zufrieden. Ich denke, das ist ein guter Maßstab, ein guter Anfang für dieses Batman-Wayne Manor-Projekt. Was ich jetzt heute unbedingt noch machen will, und das seht ihr hier schon, ich werde den jetzt noch beleuchten und mit meinem Lichtpartner Illuminate Your Bricks übrigens. Wenn ihr euch dort registriert, um den Newsletter zu bekommen, bekommt ihr immer 5% Rabatt auf alles, was ihr dort bestellt. Und ich habe jetzt hier schon mal eine Kiste bereitgestellt mit den ganzen Sachen, die ich momentan hier habe. Wir werden jetzt ein bisschen beleuchten, um jetzt genau zu schauen, wie das Ganze beleuchtet ist. Im Film habe ich jetzt hier mal eine entsprechende Szene im Film hier rausgesucht. Das ist aus dem Dark Knight Film. Man sieht das jetzt hier im Prinzip nur vorne beleuchtet. Man sieht später das ganze Fahrzeug auch nochmal von hinten. Da ist keine Beleuchtung. Das heißt grundsätzlich
ist das hier ganz gut schon angebracht. Also wir haben hier diese Elemente, die werden beleuchtet. Dort hinten sind auch noch Beleuchtungselemente und eigentlich müsste man hier unten auch noch was beleuchten, wie man hier sieht. Da werde ich mal schauen, ob ich das so mache. Auf jeden Fall werde ich die Beleuchtung heute noch in diesem Video machen und dann stellen wir das Ganze mal in die Stadt, auf die gebogene Straße, würde ich sagen. Ist, glaube ich, ein ganz schöner Punkt, um das darzustellen. Innenbeleuchtung mache ich natürlich nicht. Man kann das hier zwar hier auch aufklappen und dann hier Batman reinsetzen, aber Innenbeleuchtung in Fahrzeugen ist ja immer so eine dumme Sache, weil man sieht ja von draußen, also man sieht ja, wenn man rausschaut, ganz schlecht. Das heißt, wir beleuchten tatsächlich nur die Spots, die beleuchtet werden müssen. Dazu muss ich wahrscheinlich wieder ein bisschen auseinanderbauen, aber ich glaube, das macht eine große Wirkung. Und unser Ziel ist ja dass wir alles beleuchten, was in der Brickworld zu finden sein wird. Die Beleuchtungsarbeiten bzw. die Verkabelung hat begonnen, wie ihr sehen könnt. Ich habe jetzt hier hinten diese Teile wieder abgenommen, habe jetzt hier hinten die Lampen dran gemacht. Seht ihr das Kabel ab, habe ich mit so einem schrägen Stein gemacht. Sah meiner Meinung nach besser aus, wenn man das dann später wieder dran macht. Ansonsten habe ich hier oben die ausgetauscht. Das waren ursprünglich die Round Tiles, aber da passen die Lämpchen nicht richtig drunter. Deshalb nimmt man da lieber die normalen mit Noppe oben drauf. Das heißt, hier oben habe ich einfach nur ausgetauscht und hier vorne habe ich eine kleine Modifikation gemacht, um hier nochmal 2 Lämpchen einzubauen, 2 LEDs. Das Ganze wird jetzt wieder hier rüber geklappt und hier auch. Und dann sieht es ungefähr so aus, wie wir es gerade in der Szene gesehen haben, denke ich. Das gleiche machen wir hier drüben. So, dann sieht das Ganze so aus. Leuchtet vermutlich von da unten so ein bisschen raus. Jetzt kommt das große Verkabelungsweitere Thema, und zwar muss ich jetzt erstmal alles hier in diesen 8-fach-Verteiler einstecken. Dann habe ich jetzt 6 Lampen, habe ich noch 2 Plätze frei. Dann kann ich einen Platz mit einem Kabel nach unten schieben. Unten irgendwo raus kann man ja schauen, da sind jetzt tatsächlich auch Lücken drin in diesem Element hier. Und damit sollte ich dann das Kabel nach unten durchführen können, um es dann richtig zur Stromzufuhr führen zu können. Aber erstmal muss ich schauen, wie ich die ganzen Kabel jetzt hier da drin verstaue. Grundsätzlich glaube ich, ist es nicht so ein Riesenproblem, denn wir haben da drin ja einiges an Platz. Aber wie immer ist es ein bisschen Bastelei und wir schauen das Ganze gleich an, wenn ich fertig mit der Sache bin. Und hier jetzt der finale Lichttest, bevor wir jetzt alles gleich einbauen und wieder zumachen. Ihr seht, alle Lichter funktionieren. Ich habe jetzt hier unten ein Kabel rausgehen. Das geht momentan hier einfach zu meinem Laptop. Das ist übrigens ein USB-Tester, der mir anzeigt, wie viel Ampere hier gerade verbraucht wird. Das ist jetzt in dem Fall nicht sehr interessant. Aber wenn man an anderen Modulen relativ viele Lichter hat, muss man hier ein bisschen aufpassen, dass die Amperezahl nicht zu hoch wird, weil sonst bekommt man auch Probleme mit der Stromversorgung. In dem Fall ist es 0,05 Ampere, das ist jetzt nicht nennenswert. Aber bei den Modulen dann, vor allem den größeren, muss ich mal ein bisschen prüfen, dann, ob ich nicht irgendwie die Stromverteilung aufteilen muss. Aber das ist ein anderes Thema, das besprechen wir irgendwann ein anderes Mal. Jedenfalls funktioniert hier schon mal alles. Alle 6 Lichter sind an. Ich baue das Ganze jetzt gleich mal zusammen und dann schauen wir uns das Ganze final an. So, ich habe den Tumblr einfach mal da vorne vor den Bahnhof gestellt, hier im Raum ein bisschen dunkler gemacht. Und wir schauen uns jetzt einfach mal an, wie der hier sich macht. Also ich finde, so viel zu groß wirkt er jetzt eigentlich gar nicht auf der Straße. Er ist natürlich breiter als die einzelnen Spuren hier, aber ich muss mal jetzt hier ein bisschen mit dem Gimbal um die Ecke kommen. Man merkt, dass ich nicht ganz gut damit zurechtkomme gerade. Aber ist egal. Ich finde, die Beleuchtung wirkt wirklich ganz gut. Wird natürlich noch ein bisschen besser wirken, wenn das Ganze dann nicht unbedingt mitten in der Stadt in der Helligkeit sein wird. Aber so finde ich den auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut. Mir gefällt er auf jeden Fall. Und ich würde sagen, das ist ein guter Anfang für dieses 2022er Projekt. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von meiner Idee haltet, was eurer Meinung nach unbedingt dabei sein sollte. Alles Mögliche zum Thema Wayne Manor, Batcave und Batman, der seinen Weg hier in die Stadt finden wird. Bisher war er noch gar nicht da, aber hiermit wird er endlich seinen Weg in die Stadt finden. Und dann bleibt mir eigentlich gar nicht mehr viel zu sagen, außer vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank für eure Treue auch in diesem neuen anbrechenden Jahr. Und ich würde sagen, ja, bleibt gesund, viel Spaß beim Selberbauen natürlich. Und dann sehen wir uns im nächsten Video hier auf meinem Kanal, hier in der Brickworld. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, tschüss.